Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast zu meinem Video. Heute zeige ich dir den MetaTrader, eines der mächtigsten Werkzeuge im Trading, den alle Profis verwenden. Und ich zeige dir heute Schritt für Schritt, wie du den MetaTrader verwendest am PC sowie am Handy. Als allererstes lädst du den MetaTrader herunter, hier von dieser Seite. Die blende ich dir dann unten noch ein. Installierst ganz normal, wie du Programme installierst. Diese Webseite kannst du wegklicken und dann öffnet sich auch schon der MetaTrader. Hier kannst du dein Handelskonto auswählen. Wenn du schon eins hast, wähl einfach hier den Server aus, den du hast. Wenn du noch keins hast, dann empfehle ich dir natürlich für den Anfang ein Demokonto zu eröffnen. Du kannst es auf der Website von RoboForex eröffnen und die Kontonummer und das Passwort dann hier eingeben. Oder du kannst direkt hier MetaTrader ein Demokonto eröffnen. Das machen wir jetzt. Hier gibst du deinen Namen ein, deine E-Mail, deine Telefon, die muss auch nicht stimmen. Was du haben möchtest, Dollar, Euro. Ich handle immer mit Dollar. Wie viel du haben möchtest, wir machen einfach mal 100.000. Und den Hebel, das bedeutet, wie hoch die Positionen sein dürfen, die du öffnest. Ich nehme einfach mal den größten. Man kann sich das vorstellen mit dem Hebel wie beim Motorrad oder Auto. Man drosselt praktisch sich selber, man drosselt den Motor. So drosselst du das Konto, dass du nicht zu hohe Positionen eröffnen darfst. Hier hast du dann deine Daten, Kontonummer, Passwort. Das notiert dir am besten dann oder mach einfach ein Foto mit deinem Handy und dann kann es auch schon losgehen. Hier haben wir die verschiedenen Charts. Jetzt hören wir ein lustiges Geräusch. Das Ganze erinnert so ein bisschen an Windows 95, an die alten Zeiten, wer sie noch kennt. Wir schauen, dass wir jetzt den DAX eröffnen. Das können wir schon mal hochziehen. Hier bei Handel sehen wir dann unseren Kontostand, den wir im Demokonto eingegeben haben. Und damit das Ganze hier nicht zu unübersichtlich ist, werden wir uns auf ein Fenster fixieren und können die anderen schließen. Wie finden wir jetzt den DAX? Hier, dieses Fenster können wir ein bisschen rüberziehen, dann sehen wir die Symbole. Hier haben wir die Symbole. Der DAX ist jetzt hier noch nicht drin. Um den DAX einzufügen, gehen wir hier auf Ansicht, Symbole. Der DAX ist ein Index und er heißt auf RoboForex DE40 Cash. Auf anderen Brokern heißt er GER30, DE30 und so weiter. Das ist immer abhängig vom Broker. Hier können wir dann den DAX anzeigen. Auch wenn der andere Sachen sucht, zum Beispiel Gold, kann man auch anzeigen lassen. Dann werden euch diese Symbole dann hier angezeigt. Den DAX kannst du einfach nehmen, hier rüberziehen, dann hast du hier ein Fenster. Du kannst das Ganze groß machen und schon hast du den DAX. Um das Ganze im richtigen Kerzenchart anzuzeigen, gehe erstmal auf Zoomen, dann Zoom rein und dann gehst du hier auf Kerzenchart und dann hast du die Kerzen. Jetzt kannst du das Ganze noch in die Mitte machen, dass es hier nicht so am Rand ist. Dazu drückst du einfach dann hier so drauf. Genau. Ich habe das immer gern so, das ist dann Geschmackssache. Wem das Design nicht gefällt, du kannst mit einem Rechtsklick hier raufklicken, Eigenschaften, und dann kannst du hier die Farben ändern, zum Beispiel in einen anderen Hintergrund. Dann hast du zum Beispiel weiß. Ich persönlich habe das gerne in Standard, das ist dann auch Geschmackssache. Hier hast du jetzt die Kerzen, so wie ich sie mir immer gern anzeige und wie es eigentlich auch alle anderen anzeigen lassen. Hier hast du M1, M5, M15 und so weiter. Das bedeutet M1, eine Kerze ist 1 Minute, eine Kerze ist 5 Minuten, 15 Minuten, 30 Minuten und so weiter. Um jetzt unseren ersten Trade zu eröffnen, nehmen wir Gold, weil der DAX ist gerade zu. Hier ist es 11 Uhr in Thailand, das bedeutet, es ist 6 Uhr morgens in Deutschland und da können wir den DAX noch nicht traden. Wir gehen jetzt hier auf Gold. Wir ziehen auch, wenn du es noch nicht drin hast, das XAUUSD hier einfach rein. Und schon können wir einen Trade öffnen. Rechtsklick, ein Klickhandel, das musst du einmalig machen, um den MetaTrader einzurichten. Wenn du jetzt den ersten Trade eröffnest, sagt er dir noch, bitte akzeptieren. Das ist nur jetzt beim ersten Trade.
danach nicht mehr. So, jetzt hast du akzeptiert. Jetzt musst du nochmal draufklicken. Sagen wir mal Buy. So, jetzt haben wir eine Position drin. Wir haben gekauft ein Lot. Das bedeutet, bei Gold ist es immer anders. 1915,72 ist dann praktisch der aktuelle Preis. Und wenn dann ein Punkt steigt, also Komma, dann ist es dann Plus, wenn du Buy bist. Wenn du Sell bist, ist es dann im Minus, wenn es in die Gegenrichtung läuft. Genau, da musst du aufpassen. Bei Gold ist nämlich die Kommazahl, die multipliziert sich mit dem, was du da eingegeben hast. Beim DAX ist es nur bei den vollen Zahlen, nicht beim Komma. Da aufpassen. Bei Gold immer 10-mal weniger nehmen wie beim DAX, weil sonst ist ganz schnell das Konto platt. Ja, wir haben jetzt gekauft bei ein Lot beim Preis von, ich tue mal mein Fenster weg, hier ist der Preis, ein Volumen Gold bei dem aktuellen Preis. Der Stop-Loss ist jetzt hier noch nicht drin. Wenn wir hier diese Linie ziehen, dann ist hier der Stop-Loss und links sieht man dann den Preis, wenn man drauf hält die Maus. Zum Beispiel würde er bei minus 55 rausgehen. Wenn du die Linie nach oben ziehst, also in deine richtige Richtung, das ist dann der Take Profit. Hier würde es dir zum Beispiel dann bei 126 Dollar und plus 126 Punkte dann rausgehen. Genau. Wenn du das eingegeben hast, dann siehst du hier deinen Stop-Loss, deinen Take Profit, den aktuellen Preis bei Gold, wie viel Gebühr du zahlst für den Trade und was jetzt der aktuelle Gewinn ist, minus die Gebühr. Also wir hätten jetzt hier 7,17 Dollar hätten wir jetzt schon gewonnen. Wenn wir den Trade schließen wollen, gehen wir hier aufs X. Zum Beispiel gehen wir jetzt hier raus. Dann ist der aktuelle Trade zu. Und wir haben von unserem 100.000er Konto jetzt 102.017 Cent haben wir jetzt gemacht. Hier siehst du Handel, wenn du einen aktuellen Trade offen hast, Belastung, Kontohistorie, was du gemacht hast. Und das hier alles brauchst du nicht. Ich lasse es immer auf Handel. Wenn du jetzt zum Beispiel möchtest, dass wenn der Markt hier hinkommt, kannst du eine Sell Limit machen. Rechtsklick und Sell Limit. Das bedeutet, wenn der Markt hier hinkommt, verkauft er. Das Ganze kannst du auch als Buy Limit machen. Wenn du unter der aktuellen Preislinie bist, ist hier dann eine Buy Limit. Wenn du möchtest, dass er verkauft, wenn er hier durchbricht, kannst du Handel und Sell Stop machen. Das bedeutet, wenn er hier hinkommt, verkauft er. Das Ganze über der aktuellen Preislinie kannst du auch als Buy Stop machen. Wir können dann diese Order hier wieder schließen, die wir hingelegt haben. Lassen zum Beispiel hier noch den Buy Stop drin. Wenn du auf Doppelklick hier drauf klickst, kannst du hier deine Order ändern. Mit dem Stop Loss zum Beispiel kannst du hier eingeben. Entweder du machst es hier als Minus, dann ist die Linie hier. Weil wenn du eine Limit Order drin hast, kannst du hier diese Linie nicht, also nicht diese Stop Loss Linie verschieben. Weil es verschiebt dir die komplette Order mit beiden Linien. Daher einfach Doppelklick drauf, dann Take Profit zum Beispiel hier eingeben. Und dann hast du die Linie, sobald sie drin liegt, kannst du sie auch dann verschieben. Aber wenn du die grüne Linie nimmst, verschiebt es dir alle drei Linien miteinander. Genau. Wenn du dir Markierungen in den Chart legen möchtest, gehst du hier auf Linie und dann kannst du hier zum Beispiel Linien markieren von wichtigen Punkten. Wenn du Doppelklick auf die Linien klickst, siehst du hier diesen kleinen weißen Punkt, dann kannst du sie auch verschieben. Und die Zahl, zum Beispiel, wenn du dir irgendwo notiert hast oder eine bestimmte Zone markieren willst, kannst du das dann machen. Auch oben und unten. Doppelklick auf die Linie, dann kannst du auch Rechtsklick und Eigenschaften, zum Beispiel die Farbe ändern. Wenn du das wieder löschen willst, Rechtsklick drauf und löschen. Und wenn du die nicht mehr markiert haben willst, alle Markierungen aufheben, dann kannst du die auch nicht verschieben, weil wenn zum Beispiel deine Order hier drin liegt,
auf der Linie, dass du halt nicht diese rote Linie verschiebst, sondern wirklich deine Take Profit oder Stop Loss Linie. Genau. Wenn du ein neues Konto eröffnen möchtest oder ein zusätzliches Konto hinzufügen willst, gehst du hier auf Konto Login und dann kannst du hier nochmal mehrere Konten einfügen. Du kannst auch alternativ, mehrere MetaTrader installieren. Musst du nur schauen, dass du verschiedene Pfade hast, weil sonst überschreibst du immer den gleichen. Und wenn du da mehrere Konten hast, kannst du hier mehrere MetaTrader eröffnen und dann gleichzeitig halt auf verschiedenen Konten traden. Ja, das ist eigentlich das Wichtigste für den Anfänger, was man hier braucht. Markierungen im Chart setzen, Take Profit, Stop Loss Linie. Hier kannst du deine Lot eingeben, 10, 100, was auch immer, wie viel du hast als Kontostand, was dein Konto erlaubt, oder 0,10. Wie man das hier berechnet, zeige ich dir in einem anderen Video. Ansonsten andere Funktionen vom MetaTrader gibt es ohne Ende. Du kannst Indikatoren einfügen, du kannst Trading Bots drauf installieren, sämtliche Sachen. Aber ich fokussiere mich hier in dem Kurs auf das Wichtigste, was wirklich das Wichtigste ist für einen Anfänger, der den MetaTrader kennenlernen will. Also jetzt können wir hier Trades setzen, Take Profit, Stop Loss, die Lot eingeben, unser Konto installieren, unseren richtigen Chart mit den richtigen Kerzen. Genau, das ist eigentlich alles, was man braucht für den MetaTrader. Und jetzt zeige ich dir den MetaTrader am Handy. Als allererstes lädst du dir in deinem Play Store oder App Store die App MT4 herunter. Natürlich kannst du auch MetaTrader 5 verwenden. MetaTrader 5 geht nur, wenn dein Handelskonto auch ein MetaTrader 5 Handelskonto ist. Deswegen musst du bei deinem Broker immer beachten, dass du das richtige Konto mit dem richtigen MetaTrader auswählst. Wenn wir die App installiert haben, dann öffnen wir die und dann können wir genauso ein Demokonto eröffnen. Wer das am PC nicht macht, sondern erst am Handy, kann natürlich auch erst am Handy das Demokonto eröffnen. Und hier oben diese 3 Striche müssen wir in unser Konto einloggen. Da haben wir jetzt zum Beispiel schon mal ein Android-Demokonto automatisch drin. Wir gehen hier auf das Plus und können dann, wie gesagt, hier ein Demokonto eröffnen oder in das bestehende Konto einloggen. Und wir loggen uns in das Konto, was wir vorhin eröffnet haben, ein. Der Broker ist RoboForex. Da geben wir den Login ein, den wir uns am Handy vorhin gespeichert haben, als wir das Konto eröffnet haben. Da ist es wichtig, das Passwort einzugeben und nicht das Investor-Passwort, weil wenn du nur das Investor-Passwort eingibst, dann kannst du nur anschauen, was auf dem Konto passiert, aber nicht traden. So, wir melden uns hier an, können das Passwort speichern und schon verbinden wir uns hier. Hier dauert es kurz und schon haben wir unseren Kontostand und können unser Konto öffnen. Hier bei Konten können wir, wenn wir mehrere Konten hinzugefügt haben, immer die Konten hier sehen. Und wenn wir auf eins klicken, sind wir auf einem eingeloggt und hier unten sehen wir dann unseren Chart. Jetzt haben wir hier den Euro-USD drin. Auf dem Pfeil haben wir dann diese Symbole, wie auch am PC. Und da bei Plus können wir dann den DAX eingeben. Der heißt DE40 Cash. Und schon gehen wir zurück und sehen den DE40 Cash hier. Chart öffnen. Und schon haben wir unseren Chart. Wenn wir einmal mit dem Finger drauf drücken, öffnet sich ein Kreis und hier haben wir die Kerzenansicht. M15, M30, H1 und so weiter. Wir gehen auf M5, da sind wir eh schon drauf. Das Ganze können wir dann größer und kleiner machen. Und wenn wir einen Trade eröffnen möchten, gehen wir hier auf das Plus und dann können wir hier unsere Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop machen oder die Marktausführung. Der Markt ist jetzt geschlossen, wir können keinen Trade eröffnen. Wir gehen mal in den Goldmarkt, den können wir auch hier zufügen. Bei Metall, XAU, USD. Und schon haben wir hier den Chart und können dann hier auf Plus zum Beispiel einen Gold Trade eröffnen. Wenn der Trade offen ist, können wir hier unseren
bei diesem Pfeil unseren Trade sehen. Wenn wir hier gedrückt halten, können wir das schließen. Wir kommen dann nochmal in ein anderes Fenster. Wir können die ändern, dass wir unseren Stop-Loss und Take-Profit eingeben. Und wir können auch eine neue Order machen. Und so weiter. Hier auf History sehen wir unsere vergangenen Order. Das sind unsere Test-Trades, die wir gemacht haben. Die sehen wir hier. Wenn der aktuelle Trade offen ist, haben wir hier unsere Linie. Und dann können wir schauen, wenn diese grüne Zahl ist der aktuelle Preis und unsere Linie ist da, wo wir eingestiegen sind. Wenn wir schließen, gehen wir auf Schließen. Schließen das jetzt mal mit minus $9. Also ganz einfach. Ich empfehle, wichtig ist, wenn man den MetaTrader auf dem PC hat, sollte man ihn auch auf dem Handy haben. Weil wenn zum Beispiel die Internetverbindung abbricht und du einen Trade offen hast und du gerade kein WLAN mehr hast, kannst du trotzdem mit den mobilen Daten von deinem Handy den Trade, den du am Laptop eröffnet hast, mit dem Handy schließen und andersrum. Also wenn du jetzt auf dem MetaTrader am Handy den Trade eröffnest, eröffnet es auch automatisch auf dem Laptop deinen Trade. Das ist ganz praktisch. Und du kannst immer von unterwegs steuern oder auch gleichzeitig am PC zuschauen und am Handy deine Trades eingeben. Das machen auch viele, je nach Geschmack. Genau, eigentlich ganz einfach. Hier ist unsere App, MetaTrader 4. Hier sind unsere Konten. Hier können wir uns einloggen in unsere Konten. Und hier ist unser Chart. Hier können wir auch Indikatoren einfügen. Wir können hier diese Symbole wie die Linien einfügen. Und eigentlich wie am PC genauso.